Es herrschte Krieg. Die Straße war mit verstümmelten Leichen übersät. Wer ihm im Weg stand, wurde erschossen. Er war kein Millionär, er war Milliardär. Sie setzten jeden Tag ihr Leben aufs Spiel. History to go presents. True crime. Am 27. November 1989 verlässt der Avianca-Flug 203 den internationalen Flughafen von Bogotá in Kolumbien. 5 Minuten später wird die Boeing 727 von einer heftigen Explosion auseinandergerissen. 110 Menschen verlieren ihr Leben. Auf dem Totenschein stand Todesursache, Aufprallverletzung durch den Sturz aus einem Flugzeug. Die Maschine ist mitten in der Luft explodiert und dann abgestürzt. Sicher waren viele der Passagiere beim Absturz noch am Leben. Die kolumbianischen Ermittler finden schnell heraus, dass es sich nicht um einen tragischen Unfall handelt. Jemandem war ein Kassettenrekorder gegeben worden, mit dem er angeblich die Gespräche anderer Passagiere aufnehmen sollte. Aber in Wahrheit war es ein Sprengsatz. Der Regierung wird klar, dass der Anschlag dem Präsidentschaftskandidaten César Gaviria Trujillo gegolten hat. Doch der hatte seinen Flug in letzter Minute abgesagt. Der Politiker hat sich dem Kampf gegen Kolumbiens berüchtigsten Drogenbaron verschrieben, Pablo Escobar. Stellen Sie sich vor, ein Mann hatte die Zerstörung eines Flugzeugs in Auftrag gegeben. Über 100 Menschen mussten sterben, nur weil er einen einzigen töten wollte. 2 der Toten sind amerikanische Staatsbürger. Escobars Terroranschlag rückt ihn in den Fokus der US-Justiz. Es hatte schon vorher Anstrengungen gegeben, Pablo Escobar zu verhaften. Doch nun wurde er weltweit gesucht. Jetzt konnten sie ihn wegen Terrorismus anklagen und dadurch in viel mehr Ländern verfolgen. Die US-Regierung hatte nun bessere Möglichkeiten, gegen ihn vorzugehen. Der Anschlag auf den Avianca-Flug 203 ist ein weiterer brutaler Akt in Escobars krimineller Karriere. Die begann, als er noch ein Kind war. Der Sohn eines Viehzüchters und einer Lehrerin verbrachte seine Jugend im Nordwesten Kolumbiens auf den Straßen Medellins, einem gefährlichen Pflaster. Er stahl Grabsteine von Friedhöfen, meißelte die Namen weg und verkaufte sie. Er war polizeibekannt, weil er Autos klaute. Er war ein jugendlicher Straftäter. So wuchs er auf. Doch bald entdeckte er eine bessere Art, an schnelles Geld zu kommen: das Schmuggeln von Kokain. Damals wurde die Droge hauptsächlich in Chile, Peru und Bolivien angebaut und verarbeitet. Die kolumbianischen Marihuana-Schmuggler interessierten sich zunehmend für das umsatzstärkere Rauschgift. Sie holten Kokain aus Peru und Bolivien und verarbeiteten es zu Kokainsalz. Dann transportierten sie es von Kolumbien über einige Karibikinseln in die Vereinigten Staaten, hauptsächlich nach Südflorida. (1985) sind Schätzungen zufolge knapp 7 Millionen Amerikaner von der Droge abhängig.
Die US-Drogenvollzugsbehörde DEA will unbedingt herausfinden, wer hinter dem Vertrieb dieser neuen Szenedroge steckt. In den 1980ern gab es in den USA einen regelrechten Kokain-Boom. Es wurde sowas wie ein Statussymbol, ein Trend. Man gehörte nicht dazu, wenn man nicht große Mengen an Kokain zu sich nahm. Es entwickelte sich eine regelrechte Industrie von Angebot und Nachfrage. Die kolumbianischen Drogenbosse gehörten zu den cleversten der Welt. Abgesandte der kolumbianischen Kartelle kamen in die Vereinigten Staaten und verkauften die Droge überall. Es gab eine Nachfrage nach Kokain, die niemand erfüllte. Also nutzten die Kolumbianer die Gelegenheit, weil sie geografisch günstig lagen und über die notwendige Infrastruktur und das Know-how verfügten. Mit 26 steigt Pablo Escobar ins Kokaingeschäft ein und bringt es schnell vom Schmuggler zum Händler bis zum Produzenten. Nichts und niemand kann ihn aufhalten. In den frühen 80er Jahren wurde er von der kolumbianischen Polizei mit 18 Kilogramm Kokain festgenommen. Er wurde aber wieder freigelassen, weil er den Richter bedroht hatte. Er ließ auch die Polizisten ermorden, die ihn verhaftet hatten. Escobar wurde so mächtig, weil er gewillt war, alles dafür zu tun, das Kokaingeschäft voranzutreiben. Mitte der 1980er wird er der Kopf einer berüchtigten Drogenorganisation, des Medellin-Kartells. Das beschert ihm immensen Reichtum. Pablo Escobars Organisation war riesig. Er verfügte über die finanziellen Mittel, sie so groß zu machen. Als das Forbes-Magazin seine Liste mit den reichsten Menschen der Welt veröffentlichte, war er ganz oben dabei. Der Typ war kein Millionär, er war Milliardär. Escobar stellt seinen Reichtum offen zur Schau. Er baut sich ein weitläufiges, luxuriöses Anwesen in den Hügeln nahe Medellin. Auf der Ranch gab es 9 künstlich angelegte Seen, lebensgroße Dinosaurier aus Fiberglas. Es wird geschätzt, dass er ungefähr $10 Millionen für den Bau ausgegeben hat. Das macht mich wütend, weil ich weiß, dass alles mit Blutgeld bezahlt wurde. Doch der Drogenbaron verwendet sein Geld nicht nur zur Errichtung von Luxusdomizilen. Er erkauft sich damit auch die Herzen der einfachen Kolumbianer. Er zahlt für Armenküchen, Krankenhäuser und die Hütten der Slumbewohner. So wird Escobar zum Helden. Er nutzte ihre Armut aus. Er machte das nicht aus altruistischen, sondern aus sehr egoistischen Gründen. So stellte er sicher, dass die armen Menschen ihn nicht verrieten. Sie sahen ihn als Robin Hood und würden ihn notfalls verstecken. Escobar ist davon überzeugt, dass ihn sein Ruf als Robin Hood unantastbar macht. Das gibt ihm so viel Aufwind, dass er sich sogar dafür entscheidet, in die Politik zu gehen. Er wollte in ein Amt gewählt werden, um seriöser zu wirken. Seine Wohltaten haben dem Drogenboss so viele Unterstützer eingebracht, dass er in den kolumbianischen Kongress gewählt wird. Ein nützlicher Nebeneffekt dieser Position: er erhält politische Immunität und kann nicht mehr wegen Straftaten angeklagt werden. Doch dann wird sein steiler Aufstieg abrupt gestoppt. Im April 1984 bezichtigt ihn der Justizminister Rodrigo Lara Bonilla öffentlich der Korruption. Damit unterzeichnet er sein eigenes Todesurteil. Als Lara Bonilla sein Büro verließ, wurde er von einem Motorrad verfolgt. Er war im Auto und das Motorrad fuhr plötzlich rechts neben ihm.
Der Attentäter eröffnete das Feuer und schoss Lara Bonilla mehrere Male in den Kopf. Der Schütze war erst 16 Jahre alt und der Fahrer des Motorrads 19. Das ist, als würden zwei Teenager den Justizminister der Vereinigten Staaten ermorden. Das Attentat auf Lara Bonilla erschüttert Kolumbien bis ins Mark. Dieses Mal ist Escobar zu weit gegangen. Damit änderte sich alles. Pablo Escobar hatte die kolumbianische Regierung angegriffen. Das konnten der Präsident und der Rest der Regierung nicht durchgehen lassen. Er erkannte, dass er seinen Schutz verloren hatte und reagierte mit noch mehr Gewalt. Es war so extrem, als hätte er seinen Verstand verloren. Gewalt wurde zu seinem Mittel der Wahl. Und wer ihm im Weg stand, wurde erschossen. Rund um Medellín baut Escobar nun sein Terrorregime aus. Aus der ehemals florierenden Stadt wird ein Schlachtfeld. Als ich in Medellín ankam, war das eine wunderschöne Stadt. Sehr fortschrittlich, mit vielen Wolkenkratzern und Baustellen. Nach einem Monat sah ich überall Leichen herumliegen. Morgens, wenn ich das Haus verließ, lagen Tote am Straßenrand. Kam ich abends zurück, waren viele von ihnen noch dort, weil die örtliche Polizei bei der Anzahl an Morden in der Stadt einfach nicht hinterherkam. Damals war Medellín bekannt als die Mordhauptstadt Kolumbiens. Es gibt nur eine Sache, die Escobar fürchtet. Das Einzige, wovor Escobar wirklich Angst hatte, war eine Auslieferung an die USA. Deswegen hatte er auch Angst vor der DEA. Alles andere war ihm egal. Die DEA beobachtet Escobar seit Anfang der 1980er, doch die Agenten benötigen handfeste Beweise gegen ihn, um eine Auslieferung in die USA zu erwirken. Nun versucht er mit Gewalt, ihre Ermittlungen zu sabotieren. Ich musste Medellín verlassen, weil er drohte, mich zu entführen. Nicht nur die DEA möchte, dass Escobar ausgeliefert wird. Im August 1989 macht der Präsidentschaftskandidat Luis Galán unmissverständlich klar, dass er den Drogenboss im Falle seiner Wahl aus dem Land ausweisen wird. Doch der sitzt am längeren Hebel. Das Attentat auf Galán löst einen Krieg zwischen Escobar und der kolumbianischen Regierung aus. Ich hatte nie zuvor erlebt, dass die Mafia eine demokratisch gewählte Regierung auf diese Weise auslöschen wollte. So etwas hatte es davor und auch danach nie gegeben. Escobars Angriff auf die kolumbianische Regierung wird begleitet von einer wahren Kokainwelle, die über die USA hereinbricht. Je mehr von der Droge ins Land kommt, desto billiger wird sie. Und Millionen werden von ihr abhängig. Die Zahl der Süchtigen explodierte. Kokain wurde zu einer Epidemie unerreichten Ausmaßes. Die DEA erhält den Auftrag, alles daran zu setzen, Escobar dingfest zu machen. Der Spezialagent Joe Toft leitet die Operation. Ich dachte, ich wäre gut auf Kolumbien vorbereitet. Aber ich musste schnell erkennen, dass ich das ganz und gar nicht war. Bereits an meinem ersten Tag wurde mir klar, dass das Ausmaß an Bombenattentaten, die Escobar verüben ließ, um das Land in die Knie zu zwingen, viel größer war, als ich gedacht hatte.
Wenn es jemand schafft, Escobar zu fassen, dann Joe Toft. Joe Toft war ein harter Hund und das mit Leidenschaft. Er wollte Erfolg um jeden Preis und sorgte dafür, dass nichts unversucht blieb. Die DEA ist nicht befugt, Escobar in Kolumbien festzunehmen. Deswegen arbeitet sie mit einer neuen Eliteeinheit zusammen, der kolumbianischen Bloque de Búsqueda, auf Deutsch Suchblock. Damals für die kolumbianische Polizei oder die Bloque de Búsqueda zu arbeiten, um Pablo Escobar zu suchen, war einer der gefährlichsten Jobs der Welt. Eine Einheit ist nur so gut wie ihr Anführer. Die kolumbianische Polizei findet dafür genau den richtigen. Den geradlinigen Colonel Hugo Martinez. Der Anführer musste sich der Sache komplett verschreiben. Er wusste, dass Pablo Escobar versuchen würde, seiner Familie zu schaden. Martinez war genau der Richtige. Martinez hat noch eine Rechnung mit dem Drogenboss offen. 1989 ermordeten dessen Leute seinen besten Freund. Er steht vor einer schwierigen Aufgabe. Denn Escobar hat Informanten innerhalb der kolumbianischen Polizei. Und die werden jeden Schachzug weitergeben. Er ist ein sehr anständiger Mann, ein großartiger Anführer und absolut integer. Das half bestimmt dabei, ihr Vorgehen so gut es ging geheim zu halten. Das Team der DEA ist sicher, Escobars Tage sind gezählt. Doch der hat nichts von seiner Skrupellosigkeit verloren, die ihn an die Spitze des kolumbianischen Drogenhandels gebracht hat. Als ich nach Kolumbien kam, war ich sehr optimistisch. Ich dachte, in 1-2 Jahren würden wir Escobar kriegen. Aber nach und nach wurde klar, dass Korruption und Einschüchterung eine normale Polizeiarbeit nicht zulassen würden. Trotz aller Geheimhaltung wird der Drogenbaron immer wieder von seinen Spitzen innerhalb der Polizei gewarnt. Die Einheiten waren durchsetzt von Escobars Leuten und solchen, die davon profitierten, ihn zu schützen. Mit Hilfe von Informanten, Abhöraktionen und Überwachung deckt die DEA das Spionagenetzwerk Escobars auf. Sie kommt vielleicht nicht an ihn heran, aber an das, was ihm gehört. Um ein Drogenimperium zu stürzen, hat man mehrere Optionen. Eine davon ist es, das Vermögen zu beschlagnahmen. Also konfisziert die Regierung das Eigentum des Drogenbosses. Seine luxuriöse Ranch, sein Kokain und sein Geld. Wir beschlagnahmten Unsummen an Geld. Außerdem stellten wir so viele von seinen Drogen sicher wie möglich. Das waren unglaubliche Mengen. Die Polizei zieht 60.000 Kilo Kokain und Dutzende von Escobars besten Männern aus dem Verkehr. Seine Vergeltung ist schnell und brutal. Pablo Escobar setzte ein Kopfgeld von $700 auf jeden getöteten Polizeibeamten aus. Sie ermordeten Polizisten, als gäbe es kein Morgen. Damit begann ein blutiger Krieg. Die Straßen von Medellin wurden zu einem Schlachtfeld. Im Kampf zwischen Drogenhändlern und Regierung.
Innerhalb von nur 15 Tagen töten Escobars Handlanger 30 Mitglieder des Suchblocks. Bis 1991 werden in Medellin insgesamt 457 Polizeibeamte erschossen. Die Polizisten, denen wir vertrauten und mit denen wir zusammenarbeiteten, waren unglaublich. Jeden Tag setzten sie ihr Leben und das ihrer Familie aufs Spiel. Für Joe Toft ist der Verlust so vieler seiner kolumbianischen Kollegen kaum auszuhalten. Ich kann mich noch an eine ganz besondere Beerdigung erinnern. Ich stand ganz nah am Sarg. Der Geruch war überwältigend, weil sie die Leichen nicht einbalsamieren. Eine Frau, die ungefähr im 8. Monat schwanger war, klammerte sich an den Sarg, als sie ihn reintrugen. An einer Hand hielt sie ein 2 oder 3 Jahre altes Kleinkind. Als ich nach Hause kam, weinte ich. Es war einfach schrecklich. Escobar nimmt nicht nur die kolumbianische Polizei ins Visier, sondern auch einen der wichtigsten Agenten der DEA. Zweimal hat er ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Die DEA wollte mich schon aus dem Land holen. Der Botschafter sagte mir, Sie sind hier fertig. Ich habe mich dagegen gewehrt. Ich arbeitete mit den Kolumbianern zusammen, wollte, dass sie dies und das taten, versorgte sie mit Geheimdienstinformationen und sie wurden ermordet. Nur weil mein Leben bedroht wurde, sollte ich jetzt Kolumbien verlassen. Escobar konnte schon immer durch Morde und Einschüchterung seinen Kopf aus der Schlinge ziehen, doch der blutige Krieg auf den Straßen von Medellin lässt die Unterstützung für ihn schwinden. Er dachte fälschlicherweise, dass er sich so Zeit verschaffen oder die Regierung einschüchtern könnte. Aber das Gegenteil war der Fall. Er brachte Menschen immer mehr gegen sich auf. Und man würde ihn früher oder später schnappen. Einer seiner erbittertsten Feinde ist Joe Toft. Ich wollte Kolumbien nicht verlassen, bevor Escobar im Gefängnis oder tot war. Als die DEA und der Suchblock ihre Bemühungen verstärken, macht Escobar etwas, mit dem niemand gerechnet hätte. Am 19. Juni 1991 stellt er sich der kolumbianischen Polizei. Seine einzige Bedingung? Er will nicht an die USA ausgeliefert werden. Die DEA kann nur dabei zusehen, wie er mit einem Hubschrauber in ein Privatgefängnis gebracht wird. Als Escobar sich stellte, waren wir extrem enttäuscht. Wir dachten, wir wären ganz nah an ihm dran gewesen. Er bekommt lediglich 8 Jahre Gefängnis wegen eines kleineren Drogendelikts. Die Regierung denkt, hinter Gittern sei er außer Gefecht gesetzt. Die DEA war nicht sonderlich begeistert, doch man muss die Regierung von Kolumbien verstehen. Mit so etwas war noch nie eine Regierung konfrontiert gewesen. Ein Mann zündete Sprengsätze und bestach und tötete Politiker. Er ließ auch Journalisten und unschuldige Zivilisten ermorden. Was sollte die Regierung mit ihm machen? Sie suchte nach einer Lösung. Bereits am ersten Tag seiner Haftstrafe ist klar, für Escobar wird es keine Zeit des Leidens. Die Einrichtung wurde von seiner eigenen Organisation entworfen und gebaut. Selbst die Wärter stehen auf seiner Gehaltsliste und Polizisten dürfen sich nur auf eine Entfernung von 20 Kilometern nähern. Es gab eine Disco, einen Fußballplatz mit Flutlicht, große Fernseher, die besten Stereoanlagen, die man finden konnte. Doppelte Wände, in denen Waffen versteckt waren. Geld, Drogen, alles Mögliche. Es war kein Gefängnis, sondern ein Country Club. Joe Toft ist entsetzt von dieser Vereinbarung. Es hatte einen schrecklich faden Beigeschmack und kam einer Kapitulation der Regierung gleich, weil sie Angst hatte. Jetzt, da er den Suchblock und die DEA los ist, kann Escobar sein Drogenimperium wieder aufbauen. Bald werden erneut tausende Kilogramm Kokain in die USA verschickt.
Wir wussten, was vor sich ging. Wir hatten Geheimdienstinformationen, die wir an die Regierung und den Präsidenten weitergaben. Niemanden schien es zu kümmern. Das war wohl Teil der Vereinbarung, die sie mit Escobar geschlossen hatten. Ein Jahr später zwingen Demonstrationen gegen die luxuriösen Haftbedingungen des Drogenbarons die Regierung, seine Verlegung in ein Hochsicherheitsgefängnis anzuordnen. Doch die läuft nicht wie geplant. Es war eine gemeinsame Operation des Militärs und der Polizei, die nicht gut koordiniert war. Escobar wird von seinen Informanten vorgewarnt. Er hat nicht vor, das mit sich machen zu lassen. Während seine Leute die Soldaten aufhalten, bricht er aus und flieht nach Medellin. Joe Toft und seinem Team kommt das sehr gelegen. Er war aus dem Gefängnis ausgebrochen und hatte damit die Vereinbarung verletzt. Das gab uns die Möglichkeit, ganz anders mit der Regierung zusammenzuarbeiten. Sie musste einsehen, dass ihre Strategie, mit Escobar einen Handel eingegangen zu sein, gescheitert war. Wir haben mit den Polizeibeamten, mit denen wir zusammenarbeiteten, gefeiert. Wir waren wieder am Zug und dieses Mal würden wir ihn kriegen. Erneut starten die Eliteeinheit Bloque de Búsqueda und die DEA ihre Jagd auf den Drogenboss. Uns war klar, dass wir nur ein Ziel hatten: Pablo Escobar aufzuspüren. Die kolumbianische Führung erkennt, dass sie nicht weiter mit Escobar verhandeln kann. Die US-amerikanische Regierung unter George Bush erhöht die Belohnung für seine Ergreifung von 1 auf 2,7 Millionen $. Doch ihn zu finden, wird nicht leicht. Escobar verschwindet in einem Labyrinth aus Decknamen, Verstecken und wechselnden Funkfrequenzen. Er war eine Zeit lang erfolgreich. Er fuhr nur mit dem Taxi und benutzte unterschiedliche Verkleidungen. Doch ein neues Hilfsmittel ermöglicht es der DEA, die Verschleierungsversuche Escobars zunichte zu machen. Unter dem Codenamen Central Spike sollen umgebaute Leichtflugzeuge Escobars Funksprüche abfangen. Diese Flugzeuge gehören zu einer Geheimdiensteinheit der US Army und sind mit der neuesten Technik zur Funkortung ausgestattet. Die Rolle der USA, die Technik zur Verfügung zu stellen, mit der Escobars Gespräche geortet werden konnten, war absolut entscheidend. Toft und sein Team leiten die durch Central Spike gewonnenen Informationen an Colonel Martinez und seinen Suchblock weiter und helfen ihnen, Escobars Versteck aufzuspüren. Als er merkt, dass seine Verfolger immer näher kommen, schlägt der Drogenbaron gewaltsam um sich. Am 30. Januar 1993 versucht er erfolglos, den Leiter des kolumbianischen Sicherheitsdienstes mit einer Autobombe ermorden zu lassen. Sein Auto fuhr vorbei, aber es war kugelsicher. Die Detonation traf es an der Seite. Die Straße war mit den verstümmelten Leichen von Kindern und Erwachsenen übersät, die auf den Schulbus gewartet hatten. Wenn man sowas sieht, wie kann man den Kerl dann als Robin Hood bezeichnen? Ich kann das einfach nicht verstehen. 20 Menschen werden getötet, darunter viele Kinder. Zahlreiche weitere werden schwer verletzt. Escobar wird nicht nur von der DEA und der kolumbianischen Regierung gejagt. Auch rivalisierende Drogenhändler wollen, dass er gefasst wird. Das Cali-Kartell war nicht gut auf ihn zu sprechen, weil er so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Es machte Jagd auf ihn. Neben dem Cali-Kartell will ihn noch eine andere gefährliche Gruppierung zu Fall bringen.
Sie nennt sich Los Perseguidos por Pablo Escobar. Die von Pablo Escobar Verfolgten, kurz Los Pepes. Der Drogenboss ist für ihre Entstehung selbst verantwortlich. Escobar machte sich seine engsten Verbündeten zu Feinden, indem er ihnen mit einer Kettensäge die Beine absägen ließ. Natürlich wurden nicht sie zu seinen Feinden, sie starben, sondern ihre Familien. Viele der Mitglieder von Los Pepes gehörten Escobars Organisation an. Das verschaffte ihnen einen großen Vorteil. Sie kannten die Strukturen und alle, die für Escobar arbeiteten. Sie wussten fast alles über ihn. Also jagten sie systematisch seine Vertrauten und seine letzten Anhänger und setzten sie außer Gefecht oder töteten sie. Alle Anschläge, die Escobar verübt hat, werden nun von Los Pepes gerächt. Alles um Escobar herum brach zusammen. Seine Anwälte, Verbündete und entferntere Verwandte wurden ermordet. Für die DEA stellen Los Pepes einen zusätzlichen unberechenbaren Faktor in einer ohnehin schon komplexen Operation dar. Als wir herausfanden, wer Los Pepes waren, war es sehr wichtig, dass die Arbeit der DEA nicht durch sie beeinflusst wurde. Wenn wir unsere Geheimdienstinformationen an die Polizei weitergaben, stellte ich sicher, dass sie am Ende nicht in den Händen von Los Pepes landeten. Wären irgendwelche Menschen aufgrund unserer Informationen getötet worden, wäre das schrecklich gewesen. Doch die Selbstjustiz der paramilitärischen Todesschwadron schwächt Escobars Organisation in einer Weise, wie es die DEA und der Suchblock niemals geschafft hätten. Los Pepes waren außerordentlich effektiv. Sie halfen Escobar in kürzester Zeit zu isolieren und seine Organisation zu zersetzen. Nun ja, für uns war es von Vorteil. Los Pepes spielten eine entscheidende Rolle beim Fall Pablo Escobars, weil sie einen schmutzigen Krieg gegen ihn führten. Sie waren verantwortlich dafür, dass er am Ende alleine dastand. Er hatte kaum mehr Leute um sich. Von allen Seiten ins Kreuzfeuer genommen, verschwindet Escobar im Labyrinth der Nebenstraßen von Medellin. Um weiterhin seine Organisation zu leiten, verwendet er ein Funktelefon und riskiert damit, von der Polizei oder den Überwachungsflugzeugen geortet zu werden. Escobar war sehr gerissen. Er wusste, was er tat. Und ihm war bekannt, dass wir mit Funkortung arbeiteten, um seine Gespräche abzuhören. Er blieb nie an einem Ort. Wenn er kommunizierte, war er immer in Bewegung, weil es dann nicht möglich ist, jemanden zu orten. Er wusste das. Immer wieder stürmt der Suchblock mögliche Verstecke des Drogenbarons. Doch jedes Mal wird er vorher gewarnt. Er war vorbereitet und hatte immer einen Fluchtweg, egal wo er sich aufhielt. An keinem Ort blieb er länger als ein paar Tage, weil er wusste, dass wir früher oder später herausfinden würden, wo er war. Am 11. Oktober 1993 fängt Centro Spike ein Telefonat Escobars mit seiner Frau ab und bestimmt seine Position. Er befindet sich in einem abgelegenen Farmhaus. Colonel Martinez gibt seiner Eliteeinheit umgehend den Befehl zum Zugriff. Mittendrin der Journalist Simon Strong. Er sagte, Simon, wir wissen, wo sich Escobar aufhält. Es war ein ereignisloser Nachmittag und plötzlich geriet ich mitten in diese Operation.
Während Escobars Telefonat weiter abgehört wird, nähert sich die Eliteeinheit dem Versteck. Die Soldaten stürmen das Haus, Gewehre im Anschlag. Doch von der Zielperson keine Spur. Es gab viele Tage, an denen ich dachte, heute kriegen wir Escobar. Und dann endeten sie wieder in einer Enttäuschung. Escobar ist in den nahegelegenen Wald gegangen, um eine bessere Verbindung zu bekommen. Der skrupellose Drogenboss will unter keinen Umständen den Kontakt zu seiner Frau Maria Victoria, seinem 16-jährigen Sohn Juan Pablo und seiner 9-jährigen Tochter Manuela verlieren. Zum Vorteil von Joe Toft. Es war sehr wichtig, seine Familie daran zu hindern, Kolumbien zu verlassen. Als wir das erkannt hatten, wussten wir, dass das Ende in Sicht war. Doch auch Los Pepes haben Escobars Familie im Visier. Am 12. Oktober zünden sie einen Sprengsatz vor deren Wohnung in Medellin. Niemand wird schwer verletzt, doch die Warnung verfehlt nicht ihr Ziel. Escobar will seine Familie unbedingt aus Kolumbien rausbringen. Was dann passiert, erstaunt selbst die DEA. An einem Tag rief mich der Botschafter an. Er sagte, Joe, Sie werden nicht glauben, wer hier ist. Ich fragte, wer? Und er, Escobars Sohn. Ich fuhr hin, um ihn zu treffen. Dass der Teenager in der Botschaft erscheint, ist allein schon eine Überraschung. Doch was er vorträgt, verblüfft Toft noch mehr. Die Reife des Jungen beeindruckte mich sehr. Er sagte, meine Mutter, meine Schwester und ich haben Angst, vom Cali-Kartell ermordet zu werden. Können Sie uns helfen, aus dem Land zu fliehen? Wir hätten gerne Visa für die USA. Ich sagte ihm, selbst wenn du hier mit den Köpfen der Anführer des Cali-Kartells auf einem Tablett aufkreuzen würdest, bekämt ihr kein Visum. Escobar muss erkennen, dass seine Familie keine Chance hat, in die Vereinigten Staaten zu entkommen. Ihre einzige Option ist Europa. In letzter Minute wird Toft darauf hingewiesen, dass die Escobars dabei sind, zu entkommen. DEA-Agent Ken McGee eilt zum Flughafen. Wir erhielten die Information, dass sie entweder nach London oder nach Frankfurt fliegen wollten. Die Flüge lagen nur 10 Minuten auseinander. Wir hatten Tickets für beide von ihnen. Die DEA ist nicht befugt, die Escobars in Kolumbien festzunehmen. Daher muss sie andere Länder überzeugen, die Familie abzuweisen. Um Escobar aufzuspüren, war es für uns Ermittler wichtig, dass seine Familie in Kolumbien blieb. Wir mussten diese Information mit der deutschen Regierung teilen, damit sie die Escobars zurück nach Kolumbien schickte. Während des Flugs macht McGee heimlich Fotos von den Escobars. Er muss sicherstellen, dass sie keinen Kontakt zu anderen Reisenden haben. Als ich Pablo Escobars Tochter sah, tat sie mir sehr leid. Sie war nur ein unschuldiges kleines Mädchen. Doch ihr Vater war einer der brutalsten Kriminellen der Welt. Als die Maschine landet, wird offensichtlich, dass die Familie den deutschen Behörden nicht willkommen ist. Als wir in Frankfurt ankamen, wurde das Flugzeug mitten auf der Landebahn angehalten. Als wir dann weiterrollten, sah ich Panzer und Polizeiautos am Rande des Rollfelds. Sie eskortierten die Escobars aus der Maschine und brachten sie in einen abgeschlossenen Bereich, um zu beratschlagen, was weiter mit ihnen passieren sollte. Die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und Kolumbien sind ausgesprochen gut. Daher dauert es nicht lange, bis den Escobars mitgeteilt wird, dass ihr Antrag auf Asyl abgelehnt wurde.
Als der Drogenbaron die Nachricht erhält, ist er außer sich. Sobald er erfuhr, dass Deutschland sie nicht aufnehmen würde, rief er die deutsche Botschaft an und sagte, er würde Menschen töten und Gebäude in die Luft sprengen. Man wusste nicht, was passieren würde. Als Escobars Familie nach Kolumbien zurückkehrt, wird sie von einem großen Polizeiaufgebot in ein Hotel in der Hauptstadt Bogotá gebracht. Wie erwartet, ruft Escobar sofort seine Frau an. Langsam wird er unvorsichtig. Um Pablo Escobar brach alles zusammen. Er ging immer mehr Risiken ein, weil er öfter telefonierte. Er sprach immer mehr Drohungen aus. Sein verzweifeltes Verhalten gab uns das Gefühl, dass wir ihm immer näher kamen. Es wird eng für den kolumbianischen Drogenboss Pablo Escobar. Am 2. Dezember 1993 fängt eine Ortungseinheit der Polizei ein Telefonat mit seinem Sohn ab. Er war so wütend darüber, dass seine Familie das Land nicht verlassen durfte, dass er seine Anrufe nur von einem Ort ausführte. So konnte die Polizei ihn finden. Der Leiter des Suchblocks, Colonel Hugo Martinez, hat die Ortung von Escobars Anrufen einem Mann übertragen, dem er bedingungslos vertrauen kann, seinem eigenen Sohn. Auf der einen Seite ein Vater mit seinem Sohn im organisierten Verbrechen. Auf der anderen ein Vater mit seinem Sohn in der Strafverfolgung. Das war Gut gegen Böse. Der Sohn von Martinez verfolgt den Anruf Escobars in ein ruhiges Wohnviertel zurück. An einem Fenster im ersten Stock ist dort plötzlich eine Person zu sehen. Jeder Mitarbeiter der kolumbianischen Polizei und der DEA kennt ihr Gesicht. Es ist Pablo Escobar. Er sagte sofort seinen Vorgesetzten Bescheid. Sie sollten seinen Vater darüber unterrichten, wo er war und was er gefunden hatte. Martinez hat nur 2 Männer dabei. Er braucht unbedingt Verstärkung. Mitglieder des Suchblocks eilen zu seinem Standort. Dort angekommen, werden sie sofort aktiv. Als sie ankamen, stürmten sie das Haus. Selbst als er umzingelt ist Escobar noch brandgefährlich. Er hatte 2 halbautomatische Pistolen. Der Drogenboss springt aus einem Fenster auf das Dach des Nachbarhauses. Er wusste nicht, dass das Gebäude umstellt war. Er sprang aufs Dach und schoss zurück aufs Fenster, weil er dachte, er würde verfolgt. Er wurde 3-mal getroffen und verwundet. Trotzdem schoss er weiter. Escobar stirbt im Kugelhagel. Pablo Escobar machte an diesem Tag seinem Ruf eines berüchtigten, kaltblütigen Killers alle Ehre. Er kämpfte bis zum Schluss. Um 15:03 Uhr ein Suchblockmitglied als erster bei Escobars Leiche. Als Pablo Escobar getötet worden war, kam der Funkspruch: Viva Colombia, matamos a Pablo Escobar. Lang lebe Kolumbien, wir haben gerade Pablo Escobar getötet. Endlich hat der Suchblock seine Aufgabe erfüllt. Sie waren euphorisch und überglücklich. Man könnte wortreich beschreiben, wie sie sich fühlten, aber vor allem ein Wort fasst es gut zusammen. Sie waren stolz.
Im 250 Kilometer entfernten Bogotá erhält auch Joe Toft die Nachricht, auf die er 6 Jahre gewartet hat. Ich rief, Pablo ist tot. Ich war überglücklich. Auch Washington erreicht die Neuigkeit. Für die DEA ist ihre Mission damit abgeschlossen. Für Kolumbien war er zu einem Krebsgeschwür geworden. Die Menschen hatten genug von seiner Terrorherrschaft. Er war im wahrsten Sinne des Wortes ein Narkoterrorist. Escobar war ein Monster. Mir wäre es lieber gewesen, er wäre für den Rest seines Lebens ins Gefängnis gewandert. Aber er bekam dennoch, was er verdient hat. Doch für den Untergang Pablo Escobars musste Joe Toft einen hohen Preis zahlen. Ich habe 3 Kinder und die habe ich im Stich gelassen. Ich fühle mich meiner ersten Frau gegenüber schuldig, bis heute, weil ich sie verlassen habe. Wenn ich mich nochmal entscheiden müsste, würde ich nicht gehen. Wegen der Kinder. Auf der anderen Seite war es der beste Job der Welt. Immerhin habe ich die Suche nach Pablo Escobar geleitet. Jeder DEA-Agent hätte sich gewünscht, in dieser Position zu sein. Der Tod des Drogenbarons ist für Kolumbien wie ein Befreiungsschlag. Wenn Leute an Kolumbien denken, fallen ihnen als erstes Pablo Escobar und Drogenhandel ein. Doch so sollte es nicht sein. Er war zwar sehr einflussreich, aber Pablo Escobar ist nicht Kolumbien und Kolumbien ist auch nicht Pablo Escobar. Die Kolumbianer sind wundervolle Menschen. Escobars Drogenimperium hat eine Schneise der Verwüstung geschlagen. Von Kolumbien bis in die Vereinigten Staaten und über den gesamten Globus. Pablo Escobar war der größte Verbrecher der Welt. So jemanden wird man nie mehr erleben. Es wird zwar immer noch Drogenhändler und andere Kriminelle geben, aber keiner von ihnen wird je so viel Macht haben wie er. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde, und lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke.